Am Morgen des 24. November 2025 fuhr gegen 4:20 Uhr zum ersten Mal seit 2008 planmäßig ein Zug der Linie 14 durch die Wittenberger Straße. Damit erhält diese Strecke nach 17 Jahren Unterbrechung, abgesehen von der einen oder anderen Umleitung, wieder einen regelmäßigen Straßenbahnlinienverkehr. Heute wollen wir uns die Linie 14 in diesem Bereich anschauen und ich habe auch wieder ein paar alte Bilder mitgebracht. Linie 14 war bereits von 2001 bis 2008 die Stammlinie auf dieser Strecke. Die Linie entstand im Zuge des neuen Netzes 2001 und übernahm den Plagwitzer Streckenast der alten Linie 2 und den Nordabschnitt der Linie 21. Sie gehörte zu den wenigen Linien, die nicht im damals eingeführten 10-Minuten-Grundtakt, sondern nur alle 20 Minuten fuhr und bediente Strecken, für die mehr oder minder offen über eine Stilllegung spekuliert wurde. So wurde Plagwitz in den Abendstunden bereits durch die Buslinien 72 und 73 bedient und Linie 14 fuhr in einem Linienverbund mit der Linie 13 nach Grünau Nord. Erst als die Linie 13 im Jahr 2003 eingestellt wurde, fuhr Linie 14 auch in den Randzeiten auf der gesamten Strecke. Die Strecke durch die Wittenberger Straße verlor dann im Dezember 2008 ihren Straßenbahnverkehr und diente nur mehr als Umleitungsstrecke. Linie 14 endete an der Haltestelle Hauptbahnhof Westseite und führte über einige Jahre ein Schattendasein. 2011 wurde dann die Linienführung um den Innenstadtring eingeführt, die bis 2025 Bestand hatte. Da sich auch die Fahrgastnachfrage in Plagwitz immer weiter steigerte, wurde der Takt auf 15 Minuten und schließlich im Jahr 2021 an Schultagen auf 10 Minuten verdichtet. Doch auch in Eutrich hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Die Älteren unter uns werden sich sicherlich noch an die Diskussion um den vorgesehenen Abriss des Wohnblocks an der Zerbster Straße erinnern, der heute wie die meisten anderen Straßenzüge rund um die Wittenberger Straße saniert und Heimat für viele Menschen ist, die nun an den Haltestellen Theresienstraße und Dessauer Straße eine neue direkte Verbindung ins Stadtzentrum erhalten. Und auch weiter entlang der Delitzscher Straße ist das Fahrgastaufkommen auf der dort fahrenden Linie 16 in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, sodass eine Entlastung dort immer dringlicher wurde. Linie 14 kehrt damit zum großen Teil auf den Linienweg zurück, den sie bis 2008 befuhr. Lediglich in der Innenstadt fährt sie nun über den Wilhelm-Leuschner-Platz und den Augustusplatz, anstatt über die Haltestellen Gottschedstraße und Görtlerring. Eine weitere Neuerung ist der 10-Minuten-Takt, sodass gemeinsam mit der Linie 16 alle 5 Minuten eine Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Klinikum St. Georg in Eutrich und im Schülerverkehr sogar bis zum Messegelände besteht. Lediglich in den Schulferien fährt die Linie 14 zwischen Hauptbahnhof und Eutrich alle 20 Minuten. Der Streckenast nach Plagwitz wird aber nun stets im 10-Minuten-Takt bedient. Ich habe auch wieder ein paar alte Bilder herausgesucht. Hier sehen wir eine Tatra-Doppeltraktion an der Haltestelle Wilhelm-Liebknecht-Platz. Der führende Triebwagen ist in der für Tatra-Wagen nach wie vor aktuellen Farbgebung lackiert, während der hintere Triebwagen die ältere, hellere Farbvariante trägt. Im Vordergrund sieht man die Weichen der Betriebskurve, an der in Richtung Chausseehaus und Michaelisstraße abgebogen werden konnte. Diese wurde 2022 entfernt. Ansonsten hat sich diese Stelle kaum verändert. Ein paar Schritte weiter entstand dieses Bild. Dieser Zug trägt das Ziel Hauptbahnhof und wird dort auf die Linie 13 übergehen. Das Foto wurde also an einem Wochenende oder Feiertag aufgenommen. Beide Fotos entstanden kurz nach der Einführung des neuen Netzes im Frühsommer 2001. Beim ersten Bild schauen wir in die Erich-Weinert-Straße, das zweite wurde etwa von der Kreuzung Berliner Straße mit Blick Richtung Norden aufgenommen. Seitdem ist auf dem Platz selbst nur wenig verändert worden. Die Betriebskurve wurde entfernt und so konnte der Bahnsteig, an dem die Linien 10, 11 und 16 in stadtauswärtiger Richtung halten, verlängert werden. Das Haus mit der roten Fassade ist, wie auch das graue Gebäude mit den Bogenfenstern, noch recht neu. 2001 befand sich hier noch ein Parkplatz.
Am ersten Betriebstag der neuen roten Linie 14 begegnen sich davor zwei ein GT8. Tatra-Wagen wird man wohl eher selten auf dieser Linie sehen. Hin und wieder fuhren früher auch nicht modernisierte Tatras auf der Linie 14. Ein Zug aus Triebwagen 1968 und einem Beiwagen steht hier auf der Fahrt nach Plagwitz an der Haltestelle Theresienstraße in der Wittenberger Straße. Das Bild wurde ungefähr von der gegenüberliegenden Haltestelle der Buslinie 90 aus aufgenommen. Diese Linie war neben dem Nachtbus seit 2008 die einzige Nahverkehrsanbindung der Wittenberger Straße. Die Haltestelle ist mittlerweile etwas näher an die Kreuzung gerückt. Etwas schwer zu erkennen ist sie für Busse barrierefrei ausgebaut worden, der Zustieg zur Straßenbahn erfolgt nun aber wieder auf der Fahrbahn. Zum Schluss möchte ich der neuen Linie 14 allzeit gute Fahrt und viele Fahrgäste wünschen. Damit verabschiede ich mich für heute, danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.